Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind, um gemeinsam mit uns einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Lebensfreude und Beweglichkeit zu gehen. Heute widmen wir uns einem Thema, das uns alle betrifft: unseren Knien, die oft erst dann Beachtung finden, wenn sie schmerzen oder nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Gesunde Knie sind weit mehr als nur einfache Gelenke. Sie sind unsere Eintrittskarte für ein aktives, erfülltes Leben voller Möglichkeiten und Abenteuer. Sie tragen uns Tag für Tag durch den Alltag, ermöglichen uns Sport, Reisen, Zeit mit Familie und Freunden und schenken uns viele kleine Freuden, die wir oft als selbstverständlich ansehen. Doch Schmerzen im Knie schränken nicht nur die Bewegung ein, sondern beeinflussen auch unsere Lebensqualität, unser Wohlbefinden und sogar unsere Stimmung. Viele Menschen nehmen Knieschmerzen als unvermeidlichen Teil des Älterwerdens hin, doch das muss nicht sein. Es gibt Wege, aktiv gegenzusteuern. Schon kleine Veränderungen im Alltag, wie mehr Bewegung oder gezielte Übungen, können einen großen Unterschied machen und die Knie langfristig stärken. Unsere Knie sind wahre Wunderwerke der Natur, die uns Stabilität und Flexibilität schenken, aber sie sind auch anfällig für Verschleiß und Überlastung. In Japan betrachtet man die Knie im Zusammenhang mit Lebensstil, Ernährung und regelmäßiger Bewegung. Ein ganzheitlicher Ansatz, der beeindruckende Erfolge zeigt. Es geht darum, die Ursachen von Beschwerden zu erkennen und den Körper gezielt zu unterstützen, damit er sich selbst regenerieren kann. Der ganzheitliche Ansatz zeigt, wir können viel tun, um unsere Knie gesund zu halten. Oft mit einfachen Mitteln, die jeder in seinen Alltag integrieren kann. Heute erfahren Sie, wie Sie von japanischem Wissen profitieren und Ihre Kniegesundheit selbst in die Hand nehmen. Für mehr Lebensqualität und Freude an der Bewegung. Sind Sie bereit? Dann lüften wir gemeinsam das Geheimnis schmerzfreier Knie und starten in ein aktiveres, gesünderes Leben. Um unsere Knie zu schützen, müssen wir wissen, warum sie schmerzen. Häufigste Ursache: Verschleiß, auch Arthrose genannt. Der Knorpel wird dünner, Knochen reiben aufeinander. Übergewicht belastet die Knie zusätzlich, als würden sie ständig einen schweren Rucksack tragen. Bewegungsmangel ist ebenso schädlich. Ohne Bewegung wird der Knorpel nicht ausreichend versorgt. Falsche oder einseitige Belastung, etwa durch bestimmte Sportarten oder Berufe, kann Entzündungen auslösen. Verletzungen wie Bänderrisse oder Meniskusschäden sollten immer ärztlich abgeklärt werden. Nach Verletzungen ist gezielte Bewegung wichtiger als Schonung. Knieprobleme entstehen meist durch eine Kombination aus Gewicht, Bewegung, Ernährung und alten Verletzungen. Die gute Nachricht: An vielen dieser Faktoren können wir selbst arbeiten. Wer die Ursachen versteht, kann gezielt gegensteuern und die Knie stärken. Was machen die Japaner anders? Sie setzen auf einen ganzheitlichen Lebensstil. Gesundheit bedeutet Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Bei Knieproblemen schaut man auf Ernährung, Bewegung, Haltung und sogar Stress. Prävention steht im Mittelpunkt. Schon Kinder lernen tägliche Gymnastik. Sanfte, bewusste Bewegung wie Tai Chi oder Qigong stärkt die Muskulatur und fördert die Beweglichkeit. Die japanische Philosophie: Hören Sie auf Ihren Körper und werden Sie Experte für Ihre eigene Gesundheit. Die richtige Ernährung ist entscheidend für gesunde Knie. Die japanische Küche bietet viele entzündungshemmende Lebensmittel. Fetter Fisch wie Lachs liefert Omega-3-Fettsäuren, die Schwellungen und Schmerzen lindern. Grüner Tee enthält Polyphenole, die die Knorpelzellen schützen. Sojaprodukte wie Tofu liefern Isoflavone und pflanzliches Eiweiß, wichtig für starke Muskeln. Starke Muskeln entlasten das Kniegelenk. Viel buntes Gemüse, Algen und Pilze liefern Vitamine und Mineralstoffe, zum Beispiel Vitamin C für die Knorpelbildung. Ingwer und Kurkuma wirken zusätzlich entzündungshemmend. Es geht nicht um Verzicht, sondern um eine kluge, nährstoffreiche Auswahl. So stärken Sie Ihre Knie von innen heraus.
Bewegung ist die beste Medizin, aber sie muss sanft und kontrolliert sein. Gerade bei Kniebeschwerden ist es wichtig, die Gelenke nicht zu überfordern, sondern sie gezielt und achtsam zu mobilisieren. Probieren Sie das Kniependeln im Sitzen. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl, lassen Sie ein Bein locker vor- und zurückpendeln ohne Kraftaufwand. Spüren Sie, wie die Bewegung ganz leicht und entspannt bleibt. Führen Sie diese Übung 1 bis 2 Minuten pro Seite durch. Diese sanfte Mobilisation fördert die Gelenkschmiere, versorgt den Knorpel und hält das Knie beweglich. Sie ist ideal, um die Durchblutung zu verbessern und Steifheit vorzubeugen. Für starke Oberschenkel. Legen Sie sich auf den Rücken, heben Sie ein gestrecktes Bein langsam an, halten Sie es für ein paar Sekunden und senken Sie es dann wieder ab. Achten Sie darauf, dass Ihr Rücken entspannt bleibt. Wiederholen Sie das 10-mal pro Seite. Mit der Zeit werden Sie merken, wie Ihre Muskulatur kräftiger wird und das Knie besser stabilisiert. Dehnen Sie die Oberschenkelrückseite. Setzen Sie sich, strecken Sie ein Bein aus, beugen Sie sich mit geradem Rücken nach vorne. Spüren Sie die sanfte Dehnung, ohne zu wippen oder zu reißen. Halten Sie die Dehnung für 30 Sekunden, dann wechseln Sie die Seite. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig, um die Muskulatur zu entspannen. Der Schlüssel ist die Regelmäßigkeit. Lieber täglich 10 Minuten sanft bewegen, als selten lange und intensiv. Kleine Einheiten lassen sich leichter in den Alltag integrieren. Integrieren Sie die Übungen in Ihren Alltag, beim Telefonieren, Fernsehen oder als Morgenroutine. So werden sie schnell zur gesunden Gewohnheit. Hören Sie auf Ihren Körper. Die Übungen sollen fordern, aber niemals schmerzen. Passen Sie die Intensität an Ihre Tagesform an und gönnen Sie sich Pausen, wenn nötig. Sanftheit und Beständigkeit sind der Weg zu gesunden Knien. Mit Geduld und Achtsamkeit stärken Sie Ihre Gelenke Tag für Tag. So bringen Sie die wohltuende Bewegungskunst aus Japan in Ihr Leben, für mehr Wohlbefinden, Beweglichkeit und Lebensfreude. In Japan sind Sitzhaltungen wie der Fersensitz, auch Seiza genannt, tief in der Kultur verwurzelt und werden seit Jahrhunderten praktiziert. Auch die tiefe Hocke ist dort eine traditionelle Haltung, die im Alltag und bei Zeremonien genutzt wird. Diese Positionen fördern nicht nur Flexibilität und Belastbarkeit der Knie, sondern stärken auch die Muskulatur rund um die Gelenke und unterstützen die allgemeine Beweglichkeit. Sie müssen sich nicht in den Fersensitz zwingen. Es geht vielmehr darum, die eigene Beweglichkeit sanft und ohne Druck wiederzuentdecken. Nutzen Sie einen niedrigen Hocker oder ein Kissen, um tiefer zu sitzen und die Belastung für die Knie zu reduzieren. Versuchen Sie, in die Hocke zu gehen, während Sie sich an einer stabilen Stütze festhalten. Das gibt Sicherheit und erleichtert den Einstieg. Die tiefe Hocke ist in vielen asiatischen Ländern eine ganz normale Ruheposition und trägt dazu bei, Knie, Hüften und Sprunggelenke beweglich und gesund zu halten. Fangen Sie langsam an. Achten Sie darauf, dass die Fersen am Boden bleiben und gehen Sie nur so tief, wie es für Sie angenehm ist. Kleine Fortschritte sind völlig ausreichend. Mit der Zeit werden Sie beweglicher und sicherer und Sie werden merken, wie Ihr Körper auf die neuen Bewegungen positiv reagiert. Diese Haltungen zeigen eindrucksvoll: Unsere Gelenke sind für Bewegung gemacht und profitieren von regelmäßiger, sanfter Nutzung. Geduld und Achtsamkeit sind der Schlüssel. Hören Sie auf Ihren Körper, denn Schmerz ist immer eine Grenze, die respektiert werden sollte. Die japanische Tradition kennt viele natürliche Hausmittel gegen Knieschmerzen. Warme Ingwerkompressen fördern die Durchblutung und lindern Entzündungen. Bäder mit Bittersalz oder ätherischen Ölen wie Rosmarin oder Lavendel entspannen Muskeln und Gelenke. Selbstmassage mit Sesam- oder Mandelöl, gemischt mit Pfefferminz oder Wintergrünöl, lockert die Muskulatur. Kurkuma, besonders mit schwarzem Pfeffer und etwas Fett, wirkt stark entzündungshemmend. Diese Hausmittel ersetzen keinen Arztbesuch, können aber sanft unterstützen. Probieren Sie aus, was Ihnen gut tut. So ergänzen Sie Ihre Kniepflege auf natürliche Weise.
Die japanische Physiotherapie setzt auf ganzheitliche Methoden wie Shiatsu. Shiatsu löst Blockaden durch gezielten Fingerdruck entlang der Energiebahnen. Haltungskorrektur ist zentral. Fehlstellungen werden erkannt und mit gezielten Übungen korrigiert. Faszienbehandlung löst Verklebungen und verbessert die Beweglichkeit. Patienten werden aktiv einbezogen und erhalten Übungen für zu Hause. Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte zu stärken und die Eigenverantwortung zu fördern. Therapie wird zur Partnerschaft. Sie lernen, ihren Körper besser zu verstehen. So sorgen sie langfristig selbst für gesunde Knie. Wir haben heute gelernt, wie der japanische Ansatz Knieprobleme ganzheitlich angeht. Die 3 Säulen entzündungshemmende Ernährung, sanfte Bewegung und ein achtsamer Lebensstil. Sie haben konkrete Tipps erhalten, von Übungen bis Hausmitteln. Fangen Sie mit kleinen Schritten an, zum Beispiel mit Kniependeln oder einer Ernährungsumstellung. In 14 Tagen können Sie erste Verbesserungen spüren. Jeder kleine Schritt zählt und motiviert zum Dranbleiben. Geben Sie sich und Ihren Knien diese Chance. Hören Sie auf Ihren Körper, feiern Sie Fortschritte und bleiben Sie geduldig. Die Freiheit, sich schmerzfrei zu bewegen, ist es wert, heute zu beginnen.